Luki, ich kann es gar nicht glauben. Ach, guck dir das an. Das erste Was Mal ein geiler Himmel, Leute. Pamela am Strand. Ist das cool? Ist das Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Camping Check, die Sendung von Camper für Camper und alle, die ganz gerne draußen sind und gerne am Strand sind. Wir sind in Dänemark. Dänemark, Leute, guckt euch das an, ist der Hammer. Die erste Sendung, die jetzt wirklich Deutschland verlässt. Wir freuen uns wirklich sehr drauf. Und hier gibt es eine Besonderheit. Man darf nämlich an ein paar Stränden mit dem Camper direkt auf den Strand fahren. Das ist wirklich was Besonderes. Ein kleines Geburtstagsgeschenk für die Pamela. Die ist nämlich vor 3 Tagen 32 geworden. Ja. Happy Birthday to you. Schön, hat sie gut gemacht, ja? Also, der Knackpunkt ist allerdings, man darf hier nicht über Nacht stehen, sondern nur tagsüber. Na, besser als gar nichts, oder? Und deswegen haben wir was Besonderes mit euch vor. Hier soll es nämlich sehr, sehr krasse Plätze geben. Glamping-Luxusplätze. Der eine hat 5,5 Sterne, der liegt da hinten, den gucken wir uns zuerst an, das ist ein Hennestrand. Und der zweite, der hat 6 Sterne, auch richtig fett, der liegt da hinten, den gucken wir uns danach an. Also, ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf, ein bisschen zu gucken, wie viel Luxus braucht man wirklich und ist Campen in Dänemark vielleicht doch ein bisschen anders. Wir sind auch nicht alleine, guck mal, der ist mir gerade bei der Anfahrt schon aufgefallen. Der sieht auch gut Berliner. Ein altes Super, Feuerwehrauto. guck mal hier. Guck, noch 2 Strandverliebte. Moin, hi. Grüßt euch, hi, ich bin Friso und Lukas von Camping. Paula, hi. Christopher, hi. Servus, Ihr kommt aus Berlin. Lukas. Aus Berlin, genau. Erste Mal hier am Strand? Tatsächlich. Ja? Ja, das erste Mal. Wir auch, wir auch. Oh, das ist, was ist das für einer? Das ist ein Ford Darf ich mal Transit. gucken? Na klar. Luki, wir dürfen reingehen. Ja, da geht ihr mal vor. Alter. Ich vorgehen. Habt ihr das zusammengebaut? Das haben wir alleine gebaut, ja. Oh, ist das geil gemacht hier. Super. Wie lange bleibt ihr hier in Dänemark? In Dänemark nur eine Woche. Leider dann jetzt zurück, nur eine Woche Urlaub. Aber das Wetter ist ja jetzt ganz schön. Was macht ihr sonst in Berlin? Ich arbeite im Marketing und Ola arbeitet in der Psychiatrie. In der Psychiatrie. In der Psychiatrie, ja. Oh, ist das nicht schwierig, mit jemandem zusammen zu sein, der dich immer komplett lesen kann? Ich glaube, das kommt im Alltag jetzt nicht so zum Vorschein. Mir ist aufgefallen, Lukas, guck dir mal oben die Lampen an, die muss man ja verdecken. Sind das Socken? Nee, draußen, Luki. Draußen sind Socken, ja. Das darf man keinem zeigen. Sehr cool. Paula, ich wünsche dir was. Dankeschön, viel Spaß euch noch. Du arbeitest in der Psychiatrie. Ja, ich bin Okay. angehende Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Dann wünschen wir euch eine ganz schöne Zeit hier. Dankeschön. Und das ist natürlich Habt der viel Traum Spaß. hier, oder? Danke. Tschüss. Ciao. Dann wollen wir mal los, Luki, oder? Auf zu den Campingplätzen. Komm, lass uns entdecken. Dänemark. Wir kommen. Take me down to your paradise. Won't believe until I see the light. Wir wollen 2 Campingplätze checken. Den am Hennestrand und dem am Wittbergstrand in der Nähe von Esbjerg. Los geht's im Norden mit dem Henne Strandresort. Über 200 Stellplätze gibt es hier. Einen habe ich vorab schon für meine Pamela reserviert. Take me down to your paradise. I lose my words every time I try. So, die einen bauen ihr Vorzelt auf. Die anderen die Hörner. Die anderen die Hörner. Warum hängen die eigentlich nach unten hier? Was ist da los? Das ist schon der 3. Kopf, der fällt immer runter und der bricht leider auseinander. Das hängende Horn. Ja, und bei dem kann man die nur andersrum montieren. Das ist halt. Hä? Camp You Live und irgendwo kenne ich sie beide her. Wir sind der Darf ich die Linke geben? Ja. Moin, servus, Moin, grüß dich, hallo, der Lukas. Ralf. Gute. Ralf, grüß dich. Wo kommst du her? Wir sind vom Campingcheck. Wir drehen Filmchen Ja, hier. ja, genau. Ich habe es schon geahnt. Ich habe euch beobachtet. Irgendwo kennst du die beiden Gesichter her. Und glücklich hier? Wir sind sehr glücklich. Ja, wir sind eine Woche hier jetzt. Auch schon eine Woche. Ja, wollten jetzt eigentlich morgen auch los und wir verlängern. Ihr verlängert. Wir verlängern, ja, Ja? genau. Genau, ja. Ist ein bisschen luxuriöser hier, ne? Ja, wir sind immer bis jetzt, ich glaube, wir sind das 30. Mal hier, immer mit Haus und zum ersten Mal mit dem Camper, den wir uns jetzt angeschafft haben. Ihr seid zum 30. Mal Ja, hier. ja. Also lohnt sich hier hinzukommen. Also wir sind immer begeistert. Unsere Kinder sind auch hier, wir treffen uns immer hier in Ja. Henne und deswegen ist das immer wunderbar. Hier kommt man einfach zur Ruhe. Ja. Ich bin auch kurz vor der Rente jetzt und dann werden wir wohl noch öfter aufschlagen hier in Henne. Dann pass auf dich auf. Schöne Ja. Zeit. Schöne Zeit, ne? Wünsche ich Ihnen auch. Danke. Ciao, ciao. Also nette Leute, geht ja gut los, oder? Guck mal hier, noch ein nächster Nachbar. Moin. 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 Ne, hey heißt es hier. Hey. 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 Grüß dich, Friso hier. Wieder Lukas, Olga. grüß dich, gute. Lukas.
wie sieht's aus? Ja, Ich hör's bellen. Ja, das sind die Hündchen. Wie die Hündchen. Wir haben 4 Golden Retriever dabei. Das glaube ich jetzt nicht. 4. 4, ja. Große Familie. Oh nein. Guck, da sind sie. Wer ist das denn? Ach, guck mal hier, hallo. Hallo. Das ist die Karin. Nein. Hallo Kari, grüß dich. Der Friso, hallo. Hi Lukas, grüß dich. Wer ist das denn hier? Das ist unsere Rasselbande. Bentley, Leni, Smilla und der Mitch. Guck mal, der mich entdeckt. Die sind ja sausüß. Wahnsinn. Oh, guck mal hier. Hallo. Ach, der Name steht drauf, das ist Bentley. So, es ist schon gemütlich bei euch, ne? Es ist ein bisschen eng, aber es geht alles. Was ist für euch Luxus? Weil es geht in dieser Folge so ein bisschen um Glamping und so weiter. Was ist für dich Luxus? Für mich ist einfach nur Luxus, wenn wir unterwegs sein können. Wir sind total gerne unterwegs mit den Hunden. Wenn die Hunde alle dabei sind, das ist für uns Luxus. Entschleunigen. Dänemark ist Entschleunigung. Die Leute sind alle super freundlich. Ich habe noch nie einen erwischt, der muffig ist oder unfreundlich. Das gibt's nicht hier. Ja. Das gibt's nicht. Und das ist Dänemark. Und sehr hundefreundlich. Also du kannst an den Strand gehen, kannst hier rennen lassen. Hier sagt kein Mensch was. In Deutschland kommt gleich irgendwo einer um die Ecke und sagt du. Ja, ja. Die Leni, ich meine, ich habe ja keinen Hund, ich hätte gerne wieder einen. Die Leni könnte ich ja so mitnehmen, ne? Egal, wo man hinguckt, irgendwo ist immer ein Hund. Also sehr süß. Und die haben ja auch noch das ganze Vorzelt, ne? Ja, ich schlappert. Jetzt schlappert er Wenn mich das ab. Vorzelt zu ist, ist die Tür offen, dann gehen die auch rein und raus. Das ist Und wo schlaft ihr? Schlaf schlafen oben. oberhalb. Wir Da haben kommt also, keiner rein. wir haben also schon ein eigenes Bett. Da dürfen die Hunde nicht rein? Nein, da dürfen die Hunde Oh, nicht rein. das hätte ich ja jetzt gedacht. Nein. Ihr Lieben, ganz viel Spaß noch. Was macht ihr heute noch? Heute Nachmittag gehen wir mit den Hunden zum Strand. Dann machen wir unseren obligatorischen Strandspaziergang. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, Leni, Smilla, Mitch, Bentley. Wahnsinn. Passt auf euch auf. Ciao, ciao. Tschüss. Servus. Ciao. Wahnsinn. Gute. Also was es alles gibt, Leute. 4 Hunde. Ich fasse es nicht. Die sahen wirklich glücklich aus, alle. So, irgendwo muss Luki hier sein. Hier haben wir ganz viele verschiedene Glamping-Unterkünfte. Und das hier soll das fetteste sein. Das sieht ja schon gut aus. Luki? Friso, Luki! hier bin ich. Oh Gott, wo bin Komm ich mal denn rüber, jetzt das hier? ist der Hammer. Ja? Das ist der absolute... Guck mal her, Leute, guckt euch das mal bitte an hier. Tata, darf ich präsentieren? Mein Whirlpool, Leute. Wie und ich? Und zwar 38,5 Grad. Mega warm. Hey, das ist mal eine Unterkunft. Kommt mal rein, ich zeig euch mal. Hast dich schon ein bisschen eingelebt hier? Naja, ich habe ein bisschen schon reingepackt, mein Zeug. Mit Ach, Blick der auf den feine Whirlpool. Herr. Guck mal hier. Ja, Das ist ja so richtiges Das wird eine Liebesnest. Du. gemütliche Nacht, du. Ja? Hättest ja deine Frau mitbringen können eigentlich. Ja, hätte ich eigentlich machen können. Die Was muss macht nur dir leider eigentlich arbeiten. dazu, dass du immer hier allein Ja, unterwegs die muss bist? leider arbeiten, so ist es halt. Okay. Ja. Mega, oder? Das ist schon eine krasse Unterkunft, oder? Ja, das ist, ich sag mal, das ist schon Luxus ein bisschen. Ne? Nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch, das ist mein Ernst. Ja, Du hast eine eigene Sauna auch noch Leute. drin. Das ist schon ein bisschen frech, ne? ja, bisschen frech geht immer. Ich meine, wenn es Geh mal- ganz warm ist draußen, habe ich in der Pamela auch eine Sauna. Geh mal da durch die Tür durch. Da ist nämlich meine Außendusche. Aber in den Pool darf ich nachher mal rein, ja? Heute Abend vielleicht. Mal sehen, eigentlich ist es ja, Sehr eng auch. Komm, wir gehen mal weiter. Wenigstens. Lass uns mal den Platz entdecken. ich sag nur, 38,5. Frechheit. Ach, guck mal hier, du Brasserie. Da wird er wohl wahrscheinlich irgendwo sein. Mal kurz die Akkus geladen. Wo ist er denn jetzt wieder? Keine Ahnung. Wieso? Okay, ja. Ah, da hinten. Oh, ist das chillig, oder? Immer wieder. Ich finde ihn immer wieder. Irgendwo steckt er, das Na, Bübchen. was hast du gemacht? Na, die Akkus geladen. Weil ohne Ja. Akkus geht's nicht. Ihr Lieben, es ist ja so, dass wir sind noch relativ früh im Jahr hier, deswegen ist noch nicht so viel los. Aber das Schöne ist, es ist sehr ruhig und sehr chillig. Ist auch mal ganz schön. Gerade für dich, ne? Guck Ist mal auch- hier. Ja, das Campingleben ist schon sehr anstrengend. Ist aber schön, dass du gekommen bist, dass der Herr Lowak es einrichten konnte. Ja. Wir sind nämlich verabredet. Ach, sag ich dachte schon, bloß. du kommst zu spät, ja. Der Chef, der Peter, hat gesagt, er hat hier was gebaut. Könnte mich interessieren, sagt er. Alter Schwede, was ist das? Nee, Friso, das heißt alter Däne. Lukas? Ist das...
Moin, hi. Servus. Hey, sagt man hier. Friso, Lukas vom Campingcheck, wer ist der Peter? Das bin ich. Peter, hallo, grüß dich, moin. Und du? Ich bin der Thomas. Thomas, grüß dich. Ihr braut hier Bier. Ja. Das ist nicht ernsthaft deine eigene Brauanlage auf dem Campingplatz. Ja, doch. Ja, doch, klar. Ganz neu. Ganz neu. Warum? Also, vergesst die Frage. Also, eigentlich sollte jeder Campingplatz eine eigene Brauanlage Warum hat haben. man keine Brauerei? Ja, genau, richtig. Ja. Und du brauchst das Bier selber. Ich will es selber brauen, aber Thomas hat die erste Biere gebraut und ich will gerne von Thomas lernen und dann denke, machen wir es gemeinsam. Du bist Bierbrauer. Ich bin Bierbrauer, genau. Da aus dem tiefsten Franken. Ach, Quatsch jetzt. Ja, vor 15 Jahren hier nach Dänemark raufgeschwemmt. Da konnte man natürlich nicht Nein sagen, weil wann baut man schon mal eine Brauerei? Habt ihr schon was gebraut? Wir haben jetzt am Samstag, das ist jetzt 5 Tage her, haben wir den ersten Sud gemacht. Was ist das jetzt? Das ist das Weizenbier. Das Weizenbier. Kannst gerne mal probieren. Gerne. Warum hast du eigentlich so einen Glamour-Campingplatz, so einen Luxusplatz gemacht? Wir wollten gerne einen Platz bauen, wo wir auch gerne selber Urlaub machen möchten. Oh. Das ist gut. Also das wird mal gut, glaube ich, oder? Genau, also wie gesagt, also eine Woche dauert schon noch mindestens. Gibt es hier auch in klein so eine Anlage, dass hier ein Wohnmobil reinpasst? Ich frage für einen Freund. Sowas gibt es wirklich in der 20-Liter-Klasse. Aber das Problem ist in der 20-Liter-Klasse, also die Leute, die ich so kenne, die so ein Ding haben. Im Camper? Du kennst keinen, der im Camper hat. Ich kenne freilich die Leute, die einen Camper haben. Ja. Das Problem an diesen ganzen Geschichten ist, wenn du im 20-Liter-Maßstab brauchst und du bist auf dem Campingplatz und du brauchst da 8 Stunden, bis dein Bier endlich mal fertig ist, hast du diese gleiche Menge auch schon getrunken. Weil dann kommt der Nachbar vorbei und der Nachbar vorbei und fragt dich, was ist denn hier los und da los? Dann musst du sagen, es dauert noch eine Woche. Ja, genau, sozusagen. Ne? Das ist wirklich lecker. Also kalt wahrscheinlich noch besser, aber Hoffentlich. ja, Am wirklich. besten schmeckt es natürlich zum Essen. Und komm doch mal heute Abend vorbei ins Restaurant. Dann machen wir was Schönes für euch zu essen. Luki? Da freuen wir uns sehr drauf. Okay. Dann danke, weitermachen. Ich nehme das Glas mal mit. Tschüss. Ach, guck, die kleine Gassi-Geh-Runde. Ja, jetzt geht's zum Na? Guck, die Leni, das ist wieder Liebe. Gleich erkannt. Ach ja. Komm, gib mir die Leine, ich nehme die mit, du. Netter Versuch, ne? Ciao. Ah, ihr Lieben, Dänemark. Die Riviera der Wikinger, so sagt man. Und die Riviera der Camper. Oh, der sieht auch schick aus hier. Tag der offenen Tür. Hey, grüßt euch. Hi. Moin, der Friso vom Campingcheck. Lukas. Grüß dich, Lukas. Gut. Hallo Lukas. Alex? Ja. Alex. Und? Tommy. Tommy, grüß Hi. dich. Moin. Servus, Hi. grüß dich. Das ist ein schickes Teil, sag mal. Habe ich so noch nicht gesehen hier. Das ist unsere eigene Kreation. Wir waren beide so ein bisschen auf der Suche nach einem Fahrzeug in der Größe, was aber halt die Vorteile von den kleinen und den großen vereint. Und du das Dach aufstellen kannst, um im Fahrzeug zu stehen hinterher, aber zum Fahren halt ein sehr flaches Fahrzeug hast. Ja, flach ist er. Wo ist das Dach? Wir machen es mal auf. Ach, elektrisch. Nee. Jetzt verarsche mich, das habe ich ja noch nicht gesehen. Ja, es wird so hoch, das ganze Konstrukt. Da kommt nicht mal mehr ich hin. Ja. Deshalb haben wir dann gesagt, wir machen es elektrisch, das Ganze. Das habt ihr selbst gebaut. Das haben wir selbst entwickelt und gebaut, ja. Aber es gibt's doch schon zum Hochklappen, oder nicht? Aber nicht in parallel aufstellend. Du kannst es immer nur auf einer Seite oder auf der anderen hochklappen. Aber damit hast du halt nicht die Chance, im Auto aufrecht hin und her zu laufen. Und der andere große Vorteil bei uns, der Dachausschnitt ist komplett. Also du kannst von der B-Säule vorne hinterm Fahrer bis nach hinten durchlaufen. Wo kommt ihr her? Aus Maintal. Ach, hier, in der Nähe von Frankfurt. Sehr cool. Habt ihr das alles selbst entworfen hier? Ja. Das war so eine schöne Nacht- und Nebelaktion mal. Eine Nacht- und Nebelaktion. Ja. Komm, wie lange habt ihr dran gebaut? Ja, am Ende waren es dann irgendwie 3 Wochen. Aber die ganze Vorplanung, die hat natürlich entsprechend länger gedauert. Also Ihr habt den in 3 Wochen ausgebaut. Ja, also die Konstruktion und die Entwicklung hat natürlich schon deutlich länger gedauert. Hier, der kann im Ja, Bett tanzen. Guck mal. geht gern mal mit hoch. Oh, guck mal hier. Super. Also Platz. Platz haben wir ohne Ende und vor allem das Schöne, was uns halt wichtig war, dass du aufrecht sitzen kannst. Und zwar komplett aufrecht. Was ist Luxus für euch? So ein Dach schon zu haben, ist das Luxus? Aufstelldach ist absoluter Luxus. Das war so das Erste, was meine Freundin und mich auch von den Vans begeistert hat. Das Dach aufzustellen und im Fahrzeug stehen zu können. Ja, das Nicht unbedingt, dass du oben schlafen kannst, aber dass du einfach stehen kannst. Das heißt, das ganze Bett kann auch noch weg da oben. Genau. Also das ist jetzt der erste Prototyp, der fertig ist. Warum Prototyp?
Weil das halt so die ersten Sachen sind, die jetzt so mehr oder weniger provisorisch auch zusammengesetzt sind. Also wir machen das tatsächlich professionell, das ganze Thema. Ihr baut solche Dinger? Wir bauen diese Fahrzeuge, genau. Ah, okay. Wir haben uns zusammengetan. Luki, wir vielleicht auch? Sollten wir mal drüber nachdenken. Ja. Wir nennen den Pamela 2.0. Also wenn du für Pamela 2.0 ein Dach brauchst, ich kenne da einen, der hat eins im Angebot. Ich habe ja ein ganz kleines Dach schon. Aber das ist natürlich, das oben drauf wäre schon cool, oder? Dann hast du mehr Dach als Pamela. Also cool. Weitermachen, Jungs. Wirklich cool. Dankeschön. Genießt viel Platz. Sehr gefreut. Dänemark ist cool, oder? Super entspannt. Also wir waren ja immer schon Holland-Fan, aber jetzt sind wir umso mehr Dänemark-Fan. Die Leute sind noch entspannter. Ja, finde ich auch. Kommt uns sehr entgegen. Dann chillt ein bisschen. Pass auf euch auf. Ciao. Bye, So. ihr Lieben. Tschö. Ciao. Mal eben in 3 Wochen Camper gebaut. Ja, klar. Warum nicht? Leute, was ist denn hier los? Friso, steht hier alles hoch hier. Windig hier, oder? Ihr Lieben, viele haben mich angeschrieben auf Insta. Ihr wisst, da findet ihr mich unter Friso Richter. Wir sollen mal ein bisschen mehr noch die Badehäuser zeigen. Das ist immer sehr wichtig. Dir auch, Luki? Extrem. Meine Frau guckt immer, wenn wir auf Campingplätzen sind, wie sehen die Badehäuser aus. Das ist aber schön hier, guck mal. Picobello, du, alles da. Ja, mit Dusche. Das ist ja schön ab. Ziehst du immer schön ab danach? Ich bin der Abzieher vom Herrn. Muss man auch machen. Jetzt zeigen wir auch mal die Toiletten. Ja, natürlich. Das ist cool. Ein eigenes Waschbecken auf dem Klo. Das gefällt uns, ne? Super. Nimm wir. Hier kommen wir her. So. Gibt es da noch mehr zu entdecken? Das muss sein hier. Hier gibt es eine extra Hundedusche. Also es gibt sogar auch Glamping für Hunde. Hallo? Hallo, Wie süß, wer ist das denn? das ist die Lu. Entschuldigung, wer bist du denn? Ich bin die Mandy. Melli, hi. Grüß dich. Wo kommst du her? Wir kommen aus Herxheim, aus der Pfalz. Ah, sehr schön, okay. Ist das was Besonderes hier, so ein Hundebad? Ich habe das jetzt noch nicht so oft gesehen, ehrlich gesagt. Also ich finde es praktisch und es ist nicht oft, aber man entdeckt das schon mehr auf den Campingplätzen, Ja. Die am Meer sind. Einfach um das Salzwasser einfach auszuwaschen, weil das juckt irgendwann. Das juckt. Gut, Jura, da bist du jetzt aber froh, hast du kein Salzwasser mehr. Ja? Genau. Aber so richtig mögen tut es auch nicht, ne? Nö, sie geht lieber ins Meer, als dass sie sich abduschen lässt. War sie schon drin im Meer? Ja, mit den Pfoten. Guck mal hier. Sie geht schon mal. Jetzt schön schütteln bei Lukas, komm. Ja. Danke dir. Danke. Ciao. Ciao, ciao. Oh, Friso, guck mal hier, Barbecue Station, das ist ja mega. Kannst ein paar Würstchen draufhauen, oder? Ja, nicht nur Würstchen, du. Es soll hier was ganz Besonderes geben. Und zwar nicht einen normalen Spülraum, sondern Aha, oh. krass. Oh. Küche. Das ist meine Hausnummer hier. Da kannst du mal eine Küchenparty feiern hier. Aber echt, oder? Ja. Wie lernst du Leute kennen? So eine Art Single-Treff vielleicht. Single-Treff, hier, geil. Vor allem Backofen, Spülmaschine. Alles da. Das ist schon, kannst du ganze Kochshow. Also wirklich cool, weil so Fisch oder bestimmte Sachen, da hast du auch keinen Bock, das im Camper zu machen, oder? Aber riechst du das, Friso? Irgendwie, hier ist, oh, Leute. Oh, die nehmen wir mit, komm. Ich glaub's nicht. Hey, wir können hier keinen Braten hier klauen. Ey, aber wir machen das ist ein Schweinebraten. Nein, machen wir dänischer Schweinebraten. Könntest du eigentlich mehr auch mal machen. Also, komm, das können wir müssen. Nein, das machen wir dürfen wir natürlich nicht mitnehmen. Vielleicht kommen die Leute ja vorbei und geben uns ein Stück ab. Mal eben Braten in der Röhre lecker. geschoben hier. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Kindheit. Ich war mit meinen Eltern das erste Mal als Kind in Dänemark. Schön. Du, wann warst du das erste Mal hier? Mit dem Campingcheck, mit dem Friso Richter. Du warst noch nie in Dänemark? Nee. Hey, du bist doch auf der ganzen Welt immer Ja, unterwegs. aber Dänemark habe ich mir aufgehoben für dich. Ja. Hier gibt es was. Zeig mal. Kinderspielplatz hier indoor, wenn das Wetter schlecht ist. Cool, oder? Der kleine Richter bitte zum Kinderspielplatz. Das hätte der kleine Richter auch gemacht. Hi, wer ist das denn da oben? Levi. Levi? Ist das auch ein dänischer Name, sag mal? Das ist eine gute Frage. Wo kommt ihr her? Aus der Nähe von Hamburg kommen wir. Okay. Und es ist ja so ein bisschen so ein Glampingplatz. Gefällt euch das hier? Also für die Kinder ist es ein Traum. Das ist schon perfekt hier. Alles sauber, alles ordentlich. Da möchte man jetzt als Opa noch mal mitspielen. Ne? Was ist denn das hier? Ach, guck mal, hier ein Restaurant. Das ist ja cool, oder? Darf ich dich begrüßen, Lukas? Oh, Friso, wo bist du denn jetzt gelandet? So? Ach du, guck mal, da ist der Friseur. Leute, der Friseur, da könnte man direkt mal hingehen. Ja? Bitte, nehmen Sie Platz. Haben Sie noch einen Termin frei? Ja, ja. Friseur. Bitte. Wie geil ist das denn?
Guck mal, wie schön das gemacht ist. Waschen, legen, föhnen bitte. Ja. An den Seiten bin ich immer so auf... Ich habe hier so einen Rasierer. Auf 5, bitte. Nicht zu kurz, bitte. Nicht zu kurz. So. Ja. Okay, super. Und? Gefällt's Ihnen? Oh, Ja? wie schön. Ja, da wird der Mann wieder zum Kind. Der Friseur. Der Friseur. Ich gehe ins Restaurant ein bisschen was essen. Ja. Der Peter hat ja gesagt, es gibt noch lecker was auf die Gabel. Oh, ich habe aber schon Hunger, du. Hunger. Ach, guck mal, das ist aber sehr, wie sagt man hier, huggelig, oder? Hügelig? Gemütlich, würde ich sagen. Ja, aber auf Dänisch? Ich frage gleich nochmal den Peter. Komm, wir fragen mal. Wir Auf gehen geht's. rein. Oh, lecker. Ach, guck mal. Ja. Na, ihr beiden? Na? Ohne Hunde unterwegs jetzt? Wir sind jetzt ohne Hunde unterwegs. Hat's geschmeckt? Super. Okay. Wir haben es doch vor uns. Ja, war richtig gut. War wirklich Super. richtig gut. Ja. So. Ah, da ist er. Peter, hallo. Grüßt euch. Willkommen. Grüß dich, hallo. Ja, ich habe einen Hallo, Tisch reserviert. der Friso, hallo, hallo, hallo. Was empfiehlst du? Ich würde den Lamm nehmen, denke ich. Ja. Lamm oder... du möchtest lieber einen Steak, oder? Sieht man mir das so an? Ich stehe wirklich, ich stehe nicht so auf Fisch. Nee, dann nimm einen Es Steak. tut mir leid, okay. Das ist Aber okay. ihr habt hier Seeteufelschwanz und gedämpfte Rotzunge. Also für Leute, die gerne Fische mögen, gibt es auch hier. Unser Küchenchef ist sehr gut und der macht auch sehr guten Fisch. Okay, ich nehme die gedämpfte Rotzunge. Überredet. Überredet? Ja, ja. Super. Es ist wirklich ein Test jetzt. Luki, du? Ich würde das Lamm. Das dänische Lamm. Okay. Ich habe gehört, das dänische Lamm soll besonders gut sein. Caroline, vil du bringe en rødtunge og en lammekron? Yes, Og så 2 smagbræt. det kan du tro. Hvad skal Perfekt. der være på smagsbrættene? Bare bland 2. En rødtunge og en lammekron. Yes. Det gør jeg. Tak. Ihr Lieben, das war dänisch. Ich habe gerade gefragt, huggelig, gemütlich, wie spricht man das aus? Hügelig. Hügelig. Ah. Okay, ich bin sehr gespannt. Ja, guten Appetit für euch. Danke. Oh, die Rotzunge und die Lammkrone. Oh. Her der får du serveret rødtunge med morgler og en purløgssauce. Genau. Lammekrone med lammesauce, ramsløg og gulerødder. Dankeschön, vielen lieben Dank. Oh, Was heißt Dankeschön auf Dänisch? Mange tak. Mantak? Mantak. Mange tak. Ja, danke. Dankeschön. Das sieht doch richtig lecker aus. So, das ist aber eine ganz feine Geschichte hier. Fine Dining, würde ich sagen. Fine Dining. Wieso? Das ist richtig gut. Und? Mhm. Mir läuft schon so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen, muss Ja, ich dir sagen. komm. Gut? Das ist mein Lamm. Wahnsinn. Das freut mich. Peter, top. Sehr, sehr lecker. Wirklich. Super. Irre. Und dann hier am Feuer, ich sag's dir, oder? Das ist richtig huggelig, gemütlich. Leute, Ast rein, Geheimtipp. Wieso, wie sieht's aus? Wann kommst du? Darf ich rein, ja? Ich bitte darum. Du bist Ach, doch guck mein mal, Poolpartner bist du ein hier. echter Freund hier. Na klar, Freunde halt zusammen. Ja, du hast es schön warm. Ja, hier ist schön 38,5 habe ich angeheizt. Oh, hier. Rutsch mir nicht aus, du. Und, guck mal hier, passt doch. Und Leute, was richtig cool ist, hier gibt es übrigens auch noch für alle ein Schwimmbad. Da kann man rutschen für die ganzen Kinder und es gibt auch noch sehr viele Saunen dort. Also ein ganzes Wellnessparadies sozusagen. Das ist schon fett, wirklich. Vor allem, das waren ja heute 5,5 Sterne. Morgen der nächste Platz 6 Sterne. Nein, glaube ich dir nicht. Ja. Leute, 6 Sterne. Habt ihr sowas schon mal gehört? Ich kenne das nicht. Ja? Ja, ich auch nicht. Aber es soll der einzige Platz in Dänemark sein mit 6 Sternen. Aber erstmal hier, krass. Hier kannst du echt gut runterkommen. Mit Blick in die Sterne. Mit du. Blick Wenn man in was den sehen Sterne. würde. Ja. Ah, ich freue mich schon auf die Pamela, ey. Oh, das ist Schön schlafen. Und ich habe hier mein kleines Luxushütchen. Also Leute, das ist schon sehr luxuriös. Das ist schon ein hartes Leben. Am nächsten Tag fahren wir vom Henne Strand Resort rüber zum Wittberg Strand Ferienpark. So, mein Freund, ich glaube, wir kommen jetzt mal langsam in die richtige Richtung? Ja, zu meinem Stellplatz. Die richtige Richtung. Das ist ein XXL-Stellplatz. Das heißt, wenn man nett fragt, kann man auch mit 2 Campern drauf. So groß soll der sein. Ja, sieht ja schon nett aus hier. Oh, guck mal Das ist hier. er.
Da. Leute, das ist mal hier, das ist mal ein View. Guck mal hier. Alter. Guck mal hier, Guck mal hier, mit meinem Privatsee. Wahnsinn. Gut gefahren, mein Freund. Das habe ich dir noch nicht erzählt, da weißt du nämlich gar nichts von. Jetzt habe ich nämlich meinen eigenen Whirlpool. Nee. Ja, mit Sonnenterrasse Okay. hier. Guck mal hier. Nicht schlecht. Hör auf mit dem Wasser da. Nicht schlecht, du. Oder? Blubbert sogar. Guck mal hier, schön. Sehr schön. Glückwunsch. Ja, dann kannst du mich auch mal Es einladen. hat 30 oder? Folgen gedauert, bis ich mal endlich hier so einen Pool kriege. Ja, durftest ja mal in meinen. Ich habe das noch nie gesehen auf dem Campingplatz. Geil, Ein sehr geil. Stellplatz. Guck mal, wie groß der auch ist. Und es gibt noch ein Highlight. Die Hälfte hiervon, von diesem schönen Reddachhäuschen, gehört nämlich mir. Ich habe ein eigenes Spülbecken hier draußen. Das ist schon cool, oder? Eine Doppelhausbadehälfte. Ja. Wahnsinn. Und pass auf. Ha! Guck mal. Super. Herr Richter, Glückwunsch. Da kann man nur gratulieren. Du hast es geschafft. Ich hab's geschafft. Du hast es geschafft. Ich hab's geschafft. Eigene Toilette und eigenes Bad. Sehr schön. Nee, komm, das Da ist kann doch... der Sache nicht mehr viel im Weg stehen hier. Ich würde am liebsten jetzt hier bleiben. Dann, das geht aber nicht. Wir Nein, wollen komm. ja was drehen. Auf. Und Platz entdecken. Ey, hier ich würde am liebsten hier bleiben. Ja. Der Kerl macht mich wahnsinnig. Pamela, du hältst die Stellung. Pool, wir sehen uns später. Guck mal, wie ein Gemälde, Friso. Der dänische Himmel. Eine einzige Wolke. Ist nicht immer so in Dänemark, muss man fair sein. Ist auch manchmal verregnet. Hier regnet es auch manchmal. Es regnet hier auch manchmal. Es soll hier in Dänemark. Manchmal auch regnen. Was ist denn das hier? Das ist, da kann man mal von einem doch etwas längeren Wohnwagen sprechen. Der sieht ja schick aus. Guck mal, Dan. Hallo, hi. 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 My name is Friso. This is Lukas. Hi. Hi. Nice to We're meet from you. the German television. Hi. Yes. Hi, Hi. Torben. Hoppala. Ole. And who's this? Booster. Booster. Hi. Ach, guck mal hier. Guck mal. Ein ganzen Lieber. Guck mal. Yeah. This is an awesome camper. Yes, it's luxury for two. Luxury for two. Yeah, Only yeah. two. Oh, three. Yeah, Okay. Yeah, of course. Also yeah. Luxus für 2 oder 3 Leute. Ja. Can we look inside? Yeah. Luki, wir dürfen rein. Oh, super. Booster, du musst draußen bleiben. Yeah, we've been camping since 2007 or 8 or so, and then Okay. we bought for the first we bought a used one, and then we bought a new one in 10, and then we bought this one in 21. It's really Ja. great. Okay. Also sie haben klein angefangen, ne? Ja. Mit einem Gebrauchten, dann einen neuen gekauft und jetzt dieses Ding. Instead of having a house, a summer house, we have this one, and we move it. In the winter, we are in Henne. It's at town. Henne? Yeah, it's also at the west coast. Yes. We were there before. Die sind sonst immer in Henne, die ja. beiden. Und jetzt sind sie mal And then hier. we are here in the We are in spring. Henne. Yeah, in the winter we are in Henne, and in spring we are here, and then in summertime we go somewhere else. So we move it for these periods and use it, and yeah. So you have a spring house, a summer house, a winter house. And, Ja, das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Thank you. Thank you. Thank you that we could look inside. Really great, really great. Bye bye. Booster, bye bye. Bye bye. Ciao. Friso, mein Freund. Hörst du mich? Hallo? Hallo? Aufwachen? Hallo? Friso, was machst du denn da? Hier kann man Musik hören. Ernsthaft? Das ist total chillig. Unter Wasser oder was? Sag mal. Das ist ja schön. Cool, oder? Hier gibt es noch viel mehr. Also das ist hier ja der untere Bereich. Lass uns mal hochgehen. Ein Wellness-Bereich. Bist du eigentlich so ein Wellness-Fan, Luki? Ich bin der größte Wellness-Fan vom Herrn. Ja? Ja, klar. Wobei, wer ist das Immer nicht? in der Jetzt mal Sauna. immer ganz ehrlich, wer ist das? Oh, Einmal die Woche gehen wir schon hier rein. geht's noch raus. Einmal in die Woche gehst du in die Sauna. Ja, ist auch gesund. Ja.
Alter, das ist ja der Wahnsinn hier. Was ist denn das bitte? Ihr Lieben, mal ganz kurz, wir dürfen nicht vergessen, wir sind auf dem Campingplatz, ja? Das ist der Wahnsinnsknaller. Krass. Viel schöner geht's nicht. Guck mal, kannst du es sehen? Da hinten ist das Meer. Hallo Nordsee. Alter Schwede. Nee, Friso, ist immer noch Dänemark. Alter Däne. Alter Däne. Oh, hallo? Hallo, hallo. Herzlich willkommen. Du bist? Ich bin Lene hier aus Südberg Strand-Ferienpark. Lene, die Chefin. Ach so, Ja. danke schön, wir haben geschrieben. Das ist schön. Du hast es ja richtig toll hier, echt. Vielen Dank. Und das ist dein Campingplatz? Ja, mein und mein Bruders. Und unsere Eltern hat das in 1976 gekauft. Und ja, hier sind wir aufgewachsen und wir haben hier immer gewohnt. Du bist auf dem Campingplatz aufgewachsen? Ja, Wie ist das als Kind? Das ist ja herrlich. Ja? Da kann man den ganzen Tag Trampolin hüpfen. Gehst du selber noch campen jetzt mittlerweile? Ja, habe ich sehr viel gemacht. Ja? Mit Zelt. Mit Zelt? Aber Hier, dann- die sympathischen mit dem Zelt. Ja. Und ich weiß, Leute, ganz viele sagen immer, macht mal was mehr mit Zelten. Das machen wir auch bald, versprochen. Ja, ich liebe Zelte, weil das ist so einfach. Man braucht ja nicht einen Wohnwagen zu kaufen, aber ja. Ihr habt ja auch Saunen hier, oder? Viele Saunen. Können wir uns mal eine angucken? Ja, gehen wir hier rein. In unsere Aufgusssauna. Oh. Ich bin ja nicht so der Sauna-Fan. Nein? Lukas total. Er geht viel? Geht eigentlich. Geht einmal die Woche mindestens. Eigentlich ist ja nur, okay. nur eine Sauna. Oh. Oh, hier ist aber. Wobei, Hier ist warm. das ist. Ja, hier ist schön warm. Das Ja, ist schon schön toll. warm. Ist das richtig, dass man hier in einer dänischen Sauna mit Klamotten reingeht? Ja, so möchten wir das gerne. Warum? Also die Dänen. Also ich Ja, finde es gut. Ich finde das eh mal Ja, ein bisschen findest cool. du es nicht gut, wenn Ja. du mit mir hier zusammensitzen? Wir können gut reden und dann Ja. habe ich Bikini drauf, du hast auch Ja. Hosen an. Ja. Also für mich ist das besser. Ja, okay. Das war die falsche Frage. So, warum seid ihr denen so nett? Wir sagen ja, wir genießen die Hügelige. Das Gemütliche. Gemütliche, Hügelige. Ja? Und wir versuchen nicht zu stressig zu sein. Ihr seid ein bisschen chilliger. Chilliger. Die Dänen sind die Chefchiller hier. Wir probieren. Also wir gehen noch ein bisschen den Platz angucken. Ja, Es schön. ist sehr, sehr schön hier. Echt, gefällt uns richtig gut. Ich glaube, ich setze mich doch noch einen Moment hier in die Ecke. Das ist doch ganz angenehm gerade. Das ist noch Schönen nicht- Tag, dann gehe ich wieder zum Büro. Danke. Dankeschön. dir. Danke für Ade. alles. Tschüss. Ciao, Lene. Luki, her. Das ist Hügeli. Hügeli. Du machst da Hügeli. Ja. Dieser Hügeli auf dem Hügel in die Düdeli, die Düne. Hier gibt es natürlich auch ein Schwimmbad. Richtig cool mit Kinderbereich. What to? Hier, jetzt geht's aber ab nach oben, Leute. Und eine sehr mysteriöse Rutsche. Und die werden wir jetzt testen, ihr Lieben. Läuft die Kamera, Friso? Kamera läuft. Super. Und los geht's. Dann komme ich jetzt mal. Tschüss. Das ist ja eine Schwanz hier. Leute. Wir gucken uns das dann mal in der ARD-Mediathek an. Ja, ganz genau. Viel Spaß. Dankeschön. Jetzt ruhig und rufen. Weißt du, warum die dänischen Schafe 2 lange Beine und 2 kurze haben? Das sind Deichsteher. Das sind Deichsteher, genau, richtig. Das können die nämlich nicht rum. Die können aber auch nur in eine Richtung laufen, sonst kippen sie um. Das ist alles war hier was. das ist auch ein schönes Ding hier.
Hallo. Moin. Servus, grüß euch. Grüß dich. Hallo. Friso, grüß dich. Lukas, Moin, grüß ich bin dich. Rotja. Hi. Hi. Wie heißt du? Rotja. Das habe ich ja noch nie Oh, gehört. geiler Name. Ja, das werde ich oft gefragt. Und ich auch, ehrlich gesagt. Ja. Rotja und Friso. Rotja. Ja, Rotja. Wo kommt der her, der Name? Der kommt aus dem Buch Dr. Chivago. Doch, das war ja früher so Gassenhauer. Ja. Der Fehler war, dass meine Mutter während der Schwangerschaft dieses Buch gelesen hat. Wahnsinn. Schatz, wie nennen wir die Kinder? Warte mal eben kurz. Hier. Ja, geiler Name. Schönen Bus habt ihr hier, du. Ja, Entschuldigung. Grüß dich. Hallo, grüß dich, Katrin. Der Lukas, Der grüß dich. Friso. Hello, Danke. hi. Grüß dich. Hallo. Wo kommt ihr her? Wir kommen zwischen Lübeck und Hamburg. Das ist nicht so weit. Nicht? Nö, nö. Da können wir mal eben schön hier rüberschippern. Ja, perfekt. Toll. Hatten auch eine sehr schöne Woche hier. Also ganz, ganz klasse. Hat uns gut gefallen. Wir machen ein bisschen was zum Thema Glamping. Ach, Ja. Was ist ja, das da für bist euch? du ja genau hier richtig. Warum? Ne? Ja, also ich meine... Auf dem Platz hier, ja. Ja, genau. Und bei euch ist es auch so ein Thema, so ein bisschen Glamour und Camping? Also wir suchen schon uns immer sehr schöne Plätze aus. Also wo auch wirklich ein Pool ist, ja, wo die Landschaft sehr schön ist. Ja. Schickes Ding. Danke. Das sieht ja brutal aus hier. Ja, das ist auch mega. ganz neu, ne? Ja, die Aufkleber Black Beast fehlen noch. Dafür war es noch zu kalt. Darf ich mal reingucken? Ja, gerne. Hier riecht es auch ein bisschen nach Glühwein, Ja, ne? das ist eine Glühweinbude hier. Das ist der letzte jetzt. Das ist ein Bravia 636. Sehr schön. Ja. Super. Ja. Und mit ein bisschen lange? Detailliebe noch gemacht, ne? Ah, hast du ein bisschen getuned? Ja. Was hast du gemacht? Naja, erstmal rundum alle die schwarzen LED-Leuchten. Ja. Also an den Blinkern, das sind auch Ja. die neuen Ja. mit Doppel. Die habe ich letztes Jahr ausgetauscht. Wohnwagen-Tuning. Das ist ja auch so ein bisschen Luxus, ne? Ja, das mache ich schon gerne. Also Ja? da muss jedes Jahr Kleinigkeit gemacht werden. Ja, das ist ein Luftfahrwerk ist drin. Ach so. Habe ich mir nachträglich einbauen lassen. Natürlich. Für alle, die das nicht haben, klare Empfehlung, das zu tun. Warum? Weil es einfach viel mehr Fahrsicherheit, viel Ja? mehr Fahrkomfort. Wenn du Wind hast oder auch LKW-Überholmanöver hast, du bist einfach super stabil auf der Straße. Kann ich nur jedem empfehlen. Ist ja auch ein bisschen Luxus. Ist auch ein bisschen, aber auch zu meiner Frau verkaufe ich das natürlich in Richtung Fahrsicherheit. Genau. Jedes Jahr was Neues. Jedes Jahr was Neues. Welcher Luxusartikel muss für dich beim Campen auf jeden Fall dabei sein? Also ich bin sehr froh, dass wir hier eine Toilette an Bord haben. Ja? Ja, okay. Also das ist wirklich... Das ist Luxus. Das wirklich. kann auch Luxus sein. Ja, absolut, absolut. Also ohne das wäre schlecht. Na, ihr seid sehr nett auf jeden Fall. Ist ja auch Luxus, dass ihr euch habt. Danke, ihr auch. Vielen Dank. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Pass auf euch auf. Bis bald, ihr Lieben. Bis bald Schöne mal, ne? Reise. Ciao. Tschüsschen. Ciao. Ciao. Dass ihr angehalten Schöne Reise. Ja. Ciao. Ciao. Tschüss, servus. Ciao. Gute Zeit noch. Ja, euch auch. Ne? Hallo. No, mal, das ist ja ein netter Kerl hier. Hä? Hallo. Alte Dame schon. Alte Dame. Oh, da kommt ja einer hier. Friso, was hast du denn da für einen Hut auf? Was ist das denn? Audi-Partner. Ich Steig ein, glaub's ich will dir jetzt was nicht. zeigen. Was ist das denn für ein Gerät? Ja, es gibt hier was richtig Ja, der Cooles. hat wieder irgendwas gefunden zum Fahren. Ja, die Wo kann man fahren wir hier hin? ausleihen. Ja, das ist eine Okay. kleine Überraschung. Dann, Die kann man sich hier ich ausleihen. wäre soweit. Bitte losfahren. Ja. Das ist schon Okay, schön. nicht oder? schlecht. Muss schön mittreten. Tritt mal Auf mit. jeden Fall mit. Los, mittreten. Ja. Hallo. Hi, moin. So, ich trete mit. Ich muss auch alles machen hier. Im Grunde trete nur ich. Ja? Guck mal, hier wird getragen. Hallo, hallo. Hier geht's los. Hier gibt es nämlich eine Western-Stadt, Lucky. Ach komm. Ja. Das ist ganz was Feines. Sieht schon sehr westernmäßig aus. In diesen Hütten, da kannst du drin wohnen. Echt hier drin? Kannst du mieten. Okay. Und die Western City ist nämlich hier. Gib mal ein bisschen Gas, komm. Guck mal. Oh, guck mal, bei dem hängen die Hörner oben. Guck mal, bei dem Western-Gebäude da. Da ist noch ein Indoor-Spielplatz für Kinder drin. Okay. Hinter den ganzen Kulissen sind Hüpfburgen. Cool. Richtig, richtig cool gemacht. Super. Oh, guck mal, hier kann man Gold waschen. Hast du schon mal gemacht? Nein. Davon haben sie mir erzählt. Wovon? Das ist die Campingkatze. Es gibt nur diese eine hier. Die ist hier in Unikat. Die hat wohl auch eine eigene kleine Unterkunft. Weißt du was? Die ist der Sheriff. Ich habe es schon mal an der Eder gemacht in Hessen. Da kannst du wirklich echtes Gold finden noch. Mal sehen, ob ich Glück habe. Hä? Hä? Du bist ja ein Goldjunge. Ist ja Wahnsinn. Alles klar. Dann kannst du es gut sehen. Ich kann es sehr gut sehen. Wieso?
Leute, Cowboy kann jeder. Camper, das sind die richtig harten. Howdy. Friso the Kid kauft die ganze Stadt hier. Ich habe noch gar nicht den Nachbarn Hallo gesagt. Das macht man aber eigentlich auch nicht, ne? Ja, müssen wir mal Gute sagen. Ja, das sieht doch mal hier nach Entspannung aus, oder? Ja, da geht's schon nach vorne hier. Hallo. Total klasse, hi. Darf ich fragen, wer ihr seid? Darf ich ganz kurz? Du bist? Hi, ich bin die Anni. Hallo Anni. Ich bin der Frank. Frank? Simon. Moin. Moin. Das ist Entspannung pur. Ja, oder? So kann man sich gut gehen lassen. Ist das noch Camping? Das müssen wir jetzt mal wirklich fragen. Ist noch Camping mit Luxus. Aber so ab und zu mal kann man sich echt gönnen. Es ist super, super schön. Wir haben eine relativ kurze Anreise, kommen aus Kiel. Ja, gut, okay. Knappe 3 Stunden. Du bist nah an der Nordsee und Plavant, der Ort ist schön. Und hier der Platz überhaupt. Also mega, ist gut, ja. Dann wünschen wir euch noch einen entspannten Abend. Ja, vielen Dank, euch auch. Dankeschön, ne? Macht's gut. Danke. Ebenso, danke. Ciao. Ja, so kann man sich doch es gut gehen lassen, Luki, oder? Würde ich auch sagen. Ja. Ist das schön hier, oder? Leute, was eine Landschaft hier. Guck mal hier. Ja. Irre. Die haben hier sogar ihren eigenen See. Und Da eine darfst kleine du- Brücke. Guck mal hier. Ja. Jetzt guck mal nach links, Luki. Weißt du, wo du wohnst? Jetzt sag nicht, dass ich Ja. da drin wohne. Nein, das Ja. glaube ich dir nicht. Ein Eckhaus am See. Wie ja verrückt. Guck dir mal den Blick an hier mit der Brücke. Guck mal hier. Wahnsinn. Also vielleicht bleibe ich sogar hier, Friso. Natürlich hat er Ja. auch seinen eigenen Whirlpool. Natürlich das darf wieder hier mit nicht, Whirlpool. Das darf hier nicht fehlen. Ja. Es dampft mal wieder. Leute. Luki, du darfst hier angeln. Nein. Das ist kein Witz. Du darfst Nein. hier komplett Ich habe angeln. gar keinen Angelschein. Guck doch mal hier. Den brauchst du nicht. Pro Person darf man hier pro Tag einen Fisch rausziehen. Hast du schon mal geangelt? Nee. Aber das Route rein und los geht's, oder? Genau, so ungefähr. So, hier ist ein Würde Schlüssel. ich sagen. Habe ich schon mal besorgt. Danke. Gucken wir mal, Leute. Kommt mal mit. Du weißt schon, dass die Hälfte deiner Hütte auf dem Wasser steht, ne? Ja, auf Stelzen. Boah, guck mal hier. Mega. Ist das ein kleines Traumhüttchen, oder? Wahnsinn. Guckt euch das an. Also der Blick ist ja das Schärfste an dem ganzen Ding, Der Blick oder? ist der Knaller. Wenn das meine Frau sehen würde. Ja, die guckt immer nach dem Blick, wo man einen schönen Blick Ja, hat. View Den ist hat man hier wichtig. auf jeden View ist Fall. wichtig. Die Ideen sind ein bisschen schmal, glaube ich, ne? Ja, bin ich ja auch. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist das Kinderzimmer. Geh da mal hoch. Warte mal, wo ist das Kinderzimmer? Ich glaube, hier oben. Guck mal. Oh, na, das ist mir zu hoch. Aber gemütlich. Von hier oben hat man natürlich einen super View. Guck mal hier. Ast rein. Leute, die Nordsee. Meer ist einfach immer so anziehend, oder? Es ist so krass. Das war sie leider schon, die 30. Folge vom Camping-Check. Luki, vielen Dank. Ich danke dir, mein Lieber. Und Spaß gemacht. Glamping ist doch wirklich eine feine Sache. Also ich finde, jeder muss für sich selbst wissen, ob er es braucht oder nicht. Und es ist ganz verschieden. Was ist Glamping? Ist es ein Whirlpool? Für mich persönlich ist Glamping alleine schon campen zu gehen, diese Freiheit zu genießen. Für die anderen ist es einfach ein Klo zu haben beim Campen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Wege. Und ihr müsst vor allen Dingen, ganz ehrlich, Glamping ist auch nicht gerade billig. Also da müsst ihr im Internet ein bisschen recherchieren, auch bei den Plätzen. Da gibt es Zeiten, da ist es wirklich sehr günstig, da kann man Schnapp machen. Es gibt aber leider auch ein paar Zeiten, da ist es sehr, sehr teuer, so in der Hauptsaison. Also da müsst ihr wirklich gucken. Aber ganz klar, eine Sache, Leute, Dänemark. Ihr müsst nach Dänemark, wenn ihr noch nicht da wart. Also das ist so toll. Auf jeden Fall ist der Knaller hier, Leute. Die Leute sind so unglaublich nett. Das hat so viel Spaß gemacht. Jeder war wirklich freundlich zu uns. Und klar, Camper sowieso, aber die Dänen, die setzen noch mal eine Schippe drauf. Also passt auf euch auf und wir sehen uns wieder. Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bis bald. Aber jetzt guck dir doch mal das Meer an, ey. Es ist ein Blick. Alter Schwede. Nee, wieso? Alter Däne.